Du hast auch mit Hate im Internet zu tun und du hast keine Ahnung, wie du dich verhalten sollst, damit die Hater keinen Spaß mehr daran haben, dich zu beleidigen. In diesem Video erfährst du, wie du dagegen vorgehen kannst. Und wir werden den Marlon interviewen, der selbst Opfer von Hate geworden ist und das sogar an einem meiner Livestreams, was schon ziemlich cringe ist. Aber was soll man dazu sagen? Wie das abgelaufen ist, das wirst du auch in diesem Interview erfahren. Doch an der Stelle sei was gesagt. Ich muss leider gestehen, dass der Ton in diesem Interview nicht gerade der Hit geworden ist. Mein Fehler an der Stelle und auch manche Kameraperspektive, weil das Stativ nicht nutzbar war und wir deswegen spontan auf menschliche Hilfe zurückgreifen mussten. Ja, manchmal die Perspektive, sagen wir mal, ein wenig ungünstig ist. Lass dich überraschen und bleib dran. Viel Spaß beim Film. Ja, eigentlich guckt man sich beim Interview an, aber ich glaube, es kommt nicht so gut, weil wir uns in die Kamera gucken. Ja, Marlon, du hast dich ja bereit erklärt, hier ein kleines Interview zu führen. Du warst ja in meinem letzten Livestream sehr aktiv dabei. Du bist ja generell bei meinem Livestream sehr aktiv dabei. Ja. Und genau, da hast du ja auch ein bisschen von dir preisgegeben. Und dann war es ja leider so, dass so manche Menschen ja nicht so toll reagiert haben. Ja, das stimmt. Ja, darauf würde ich auch gerne nochmal zu sprechen kommen im Laufe dieses Interviews. Ja. Weil es ja ein wichtiges Thema ist, was in der heutigen Zeit immer präsenter wird. Ob wir das wollen oder nicht. Ja, definitiv. Genau, du bist ja bereit, sozusagen dich hier den Leuten auch zu zeigen, was ich sehr gut finde. An der Stelle auch sehr mutig, weil es ist ja nicht auszuschließen, dass die Leute auf dem Livestream auch dieses Video gucken und den nächsten blöden Kommentar loslassen. Ja. Aber darüber haben wir gesprochen, das ist Social Media, damit müssen wir leider alle leben. Genau, fangen wir ganz harmlos an. Ja. Wir führen heute ein Interview mit dem Marlon. Den Nachnamen nennen wir nicht. Aus guten Gründen im Internet. Ne? Aber wir bleiben bei Marlon. Wer ihn öfters live erleben möchte, der ist regelmäßig in meinen Livestreams dabei und kommentiert im Chat. Das heißt, da könnt ihr ihn kennenlernen. Ja. Grundsätzlich, er liebt es, Fragen gestellt zu bekommen. Daraus ist die Idee entstanden. Und wenn ihr grundlegende Fragen an ihn habt, hier vibriert irgendetwas, das wird das Mikro garantiert auch aufnehmen, man kann es wahrscheinlich nicht entfernen, aber ist nicht weiter schlimm, das ist bei Marcelito TV völlig normal, es geht immer drunter und drüber. Murphys Gesetz. Das macht es am Ende sympathisch, ja. Ich hasse dich, weil du dumm bist und hässlich. Du Missgeburt. Du, er hat es eh schon aufgezeichnet jetzt. Also wir haben den kleinen Datenschutz. Ja. Ganz normal. Obwohl es gibt ja ein paar Millionen davon, das ist noch nicht so auffällig. Willst du noch den Nachnamen nennen, die Adresse und die Telefonnummer? Ich weiß nicht, ob ich es rausschneide, aber finde ich das ganz lustig, weißt du, haben die Leute was zu lachen. Man soll ja bei Marcelito TV öfter mal lachen, weil er gesund ist. Ja. Notfalls kann man auch so einen Piep-Ton einbauen. Wenn es so habe ich in einem Video gemacht, hat ganz böse Kommentare gekriegt, weil ich es übertrieben habe. Naja, aber man muss ja den Jugendschutz wahren, oder? Ja. Also wer das Video sehen will, ich werde das hier oben verlinken. Und dann will ich schon urteilen. Da ging es um Domilito und jetzt sind wir voll vom Thema abgeschweift. Kommen wir jetzt endlich zu dem lieben Marlon, nachdem wir eine Stunde über alles andere gequatscht haben. Ja. Genau, Marlon, fangen wir doch mal ganz easy an. Ja, okay. Herzlich willkommen bei Marcelito TV, beim ersten Interview, was Marcelito TV führt in seinem Leben. Ja. Mein Name ist Marcelito, das ist der Marlon. Und Frage 1 an dich. Ja, okay, ich bin gespannt. Was gibt's? Fangen wir einfach an. Was denkst du, wie alt schätzen dich die Leute, wenn sie dich sehen? Ja, schwer. Weil das Problem ist ja, ich frage die Menschen, so Fragen, aber ich kann mir nicht sagen, wie alt sie mich schätzen, aber vielleicht schätzen sie mich als Erwachsenenalter so ein. Okay, und wie alt bist du wirklich? Ich bin 18 Jahre alt. Genau, also so sind so die Auflockerungsfragen, ne? Damit wird man dann langsam entspannt. Genau, also antworte einfach wie du magst. Ne? Ja, mach ich. Außer die Community-Richtlinie, die du nicht gelesen hast. Nicht? Okay. Okay. Ich vertraue dir. So, jetzt haben wieder alle gelacht. Vielleicht sogar mal einer abonniert.
Wir Ja. wollen ja keine Auwerbung machen, egal. Das ist the best of einfach. Okay. Bevor das jetzt 3 Stunden werden, wir immer noch keine Frage gestellt haben. Ne, kommen wir zur zweiten Frage. Was hat dich denn bewegt, Marcelito TV zu abonnieren? Weil Marcelito ist einfach toll. Es ist einfach für mich eine Ablenkung fürs Leben. Okay, das ist echt ein Kompliment. Vielen Dank dafür. Ich schätze es sehr, dass du regelmäßig dabei bist bei den Livestreams. Ja. Aber auch, dass du sehr eifrig kommentierst meine Videos. Ja. Das ist nicht selbstverständlich. Wenn das alle machen würden, hätte ich echt viel zu tun. Weil die Ja. Arbeit nämlich echt in Grenzen. Muss man an der Stelle sagen. Ja, glaube ich auch. Und gut, du kommst ja öfters in die Livestreams rein. Ja. Und das war ja meistens eigentlich, wenn du dabei warst, oder bis jetzt eigentlich immer, bis auf beim letzten Stream, der war war das der 6. oder 5.6.? 5.6. 5.6. 5.6. ja. Leute, ihr seht, man vergisst öfter mal, gehört dazu. 5.6. Ja. vermute ich. Na jedenfalls, da war es dann eben mal anders, sonst waren es immer sehr nett gewesen mit den Leuten. Also auch für die, die jetzt gucken vom 5.6., die Netten sind jetzt nicht angesprochen, ne? Ja, es waren auch nette Leute am 5.6. dabei. Ich danke an der Stelle für 18 neue Abos für den letzten Stream. Sondern es geht einfach darum, dass halt was passiert ist, was man eigentlich sich nicht wünscht. Und der Punkt ist, dass du hattest ja von dir preisgegeben, dass du bei Mosaik arbeitest. Ja. Und wir hatten dann ja im Livestream auch darüber gesprochen, was Mosaik bedeutet, was man da macht. Mhm. Und man muss einfach dazu sagen, davor war soweit der Chat in Ordnung, größtenteils. Und was mich persönlich sehr schockiert hat, und das sage ich an der Stelle auch ganz offen, ist einfach, wie sich das geändert hat, als es dann rauskam, was Mosaik ist. Möchtest du kurz erzählen, Ja. was Mosaik ist? Mosaik ist eine Behindertenwerkstatt, wo Autisten, Schwerbehinderte und Normalbehinderte eben arbeiten, weil es eben eine Gelegenheit halt ist für Menschen, die krank sind oder beeinträchtigt sind, einfach auch was Gerechtes im Arbeiten haben und nicht, aber das ist ja sonst ungerecht, wenn das Mosaik nicht geben würde. Aber es gibt noch viele andere Werkstätten, aber ich glaube, Mosaik empfehle ich jedem. Ja, gut, du hast uns beide immer drauf, ne? Genau, danke für diese offene Antwort. Und Leute, an der Stelle, was ich schockierend fand, ist, dass einer, der normal geschrieben hat, bis zu diesem Zeitpunkt und dann über den armen Manuel hergefallen ist. Mhm. Und das geht gar nicht. Ja, ich meine, es ist schön, wenn man gesund ist. Ich habe übrigens das Profil gecheckt. Ich habe nur meine eigene Meinung dazu. Mhm. Ich check übrigens die Hater-Profile generell, ne? Nur, dass ihr es wisst. Weil ich muss ja eine Statistik darüber führen, ob meine Gedanken dazu richtig sind, wie diese Profile aussehen. Und sie sehen immer so aus. Wie sieht das typische Hater-Profil aus? Naja, ein typisches Hater-Profil hat kein Profilbild. Es hat meistens einen Fantasienamen. Es hat keinerlei Content. Und nicht selten sind diese Profile auch ziemlich neu erstellt. Denn klar, als Hater kann es auch schnell mal sein, dass man auf der Plattform gesperrt wird und dann stellt man halt ein neues Profil. Auf jeden Fall legen Hater in der Regel Wert darauf, komplett anonym zu sein. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich hatte auch schon welche, die gehatet haben. Die haben sogar eigene Videos hier auf YouTube auf dem Kanal gehabt. Okay, und dann habe ich mir das natürlich reingezogen, weil ich habe geguckt, was hat derjenige beim Live behauptet und wen hat er runtergemacht. In diesem Fall war es so, dass er immer gesagt hat, hey, ja, ich bin gesund und bla. Und du bist behindert, ja, weg mit dir, hau ab, du. So, und dann habe ich natürlich das zum Anlass genommen, mal sein Profil zu checken und habe mir gleich gedacht, okay, Junge, tut mir ja leid, dass ich das denke, aber ich glaube, dass du selbst emotionale Probleme hast und das meine ich nicht als Hate. Und ich denke, dass das bei vielen Hatern der Fall ist, dass man entweder mangelndes Selbstbewusstsein hat, weswegen man halt andere runtermachen muss, um sich selber besser zu fühlen, es nicht besser gelernt hat, selbst eine schlechte Kindheit hatte oder dergleichen. Denn seien wir doch mal ehrlich, normalerweise würde man doch nicht andere Menschen wahllos beleidigen, oder? Würdest du das etwa tun? Ne? Ich kann jedem nur motivieren, wer gerne hatet und vielleicht auch unter diesem Video wieder mal seinen Kommentar dazu ablässt, der vielleicht nicht angemessen ist. Ich kann euch nur mein Video Bist du wertvoll oder wertlos empfehlen. Da geht es um Selbstbewusstsein aufbauen und meistens Selbstbewusstsein nämlich das Problem, was Hater haben. Man macht andere klein, um selber größer zu wirken. Man kann nicht immer was dafür, weil man einfach eine schlechte Kindheit oder so hatte. Hatte ich auch.
ist leider so und deswegen empfehle ich das Video. Und genau, Marlon, also es war ja dann schon teilweise echt krass. Ich musste auch eingreifen und ein paar Leute aus dem Live schmeißen. Ja. Erzähl doch mal, wie ging es dir dabei? Wie hast du dich gefühlt, als das dann losging? Also, ich war auch erstmal erschrocken, aber ich bin es allgemein aber auch gewöhnt an Hatern, weil ich gucke ja auch ganz viele andere Kanäle, so Wetterkanäle, und da schreibt man auch immer so, bist du blöd, hast du etwa Schreibfehler? Sag mal, wie kannst du es dir wagen, bloß das reinzuschreiben? Wie kannst du bloß deine Meinung sagen, wenn alle dich nicht hier keiner sehen möchte? Und dann denke ich mir so, ist ja eure Meinung, schreibt doch, was ihr wollt, aber ihr bekommt mich nicht weg. Also, ich höre raus, du bist es leider, muss man an der Stelle sagen, leider gewöhnt, gemobbt zu werden. Ja, gemobbt zu werden. Ein Wort, wie es ist. Ja. Das ist dein Alltag, mehr oder weniger. Ja, das ist mein Alltag im Internet. Ich werde beleidigt, aber nicht nur. Es gibt auch ganz liebe Menschen, das finde ich gut. Zum Glück gibt es die noch. Ja. Sonst wird das ja alles keinen Sinn machen. Ja. Wie ist denn das? Wie ist denn das jetzt da auf der Arbeit? Läuft es da gut oder? Auf der Arbeit läuft, also die ersten 2 Wochen waren echt noch ein bisschen problematisch gewesen, weil ich bin ja so einer, der offen ist, aber wenn die dich mal mit dem bisschen wirklich angucken, dann schüchtert dich das eigentlich ein. Und das macht dir dann Angst auch ein bisschen. Und dann als meine Mama immer gesagt hat, es wird alles besser werden im Leben, dachte ich, konnte ihr kein Wort glauben, weil ich dachte mir so, sie konnte ja besser damit umgehen als ich. Ich war ja nicht so drin trainiert wie sie. Sie ist ja so eine lockere. Ich bin ja so eine, der möchte sofort Netz haben. Aber in der 4. Woche, letzte Woche, das war eine Woche der Highlights. Eine Kollegin hat so gelacht, bis sie Bauchschmerzen hatte. Ich wusste auch, weil ich wusste auch, dass ihr Leben vielleicht nicht so perfekt ist. Kann ja sein, dass es vielleicht so ist. Ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Aber ich will sie gut tun. Und mittlerweile bin ich mit ihr schon fast befreundet, muss man sagen. Normal befreundet. Ja, was soll ich uns das gut sagen? Ich fühle mich echt wohl. Es wird immer besser. Ich denke, die nächsten Wochen, Jahre werden perfekt für mich werden. Ich finde das super, Marlon, dass du da so positiv in die Zukunft blickst. Ja. Mir war ja auch ein bisschen aufgefallen in diesem Stream, grundsätzliches Thema zum Thema Hating, weil es einfach Social Media leider hochaktuell ist. Wie geht man mit Hater-Kommentaren um? Ja, und da hattest du ja reagiert auf diese Hater. Und war ein Fehler von mir. Genau, warum? Was sagst du, was war der Fehler? Also ist es grundsätzlich falsch, da zu reagieren, Ja. ich meine, oder was war das Problem? Ja, also es hat mich einfach gereizt, wie die da reagiert haben. Diese Queen, die da reagiert hat. Ich war echt sauer auf sie gewesen. Oder auf ihn gewesen, weiß ja nicht, ob sie erst. Ja, aber ich will hoffen. Ja, habe ich rausgefunden, hat sich aber als Dame ausgegeben an der Stelle. Ja. Ich hoffe, dass es beim nächsten Mal besser läuft. Ja, also genau. Also ich finde es gut, dass du das so offen sagst. Und ich finde es auch wichtig, weil es gibt ja auch viele andere, wenn du jetzt das Video siehst, vielleicht bist du selbst in der Situation, dass du mit Hate zu tun hast oder mit Mobbing. Deswegen ist das ja auch so wichtig, dass man darüber offen spricht auf dem Kanal. Wie geht man damit um? Also ich kriege ja auch Hater-Kommentare, beziehungsweise im Livestream eher mal Hater-Kommentare oder komische Untergürtellinie-Sachen. Und jetzt ist halt der Punkt, wie gehen wir damit um? Sobald du dich angreifbar machst, werden die Hater das super finden und in Scharen über dich herfallen. Das haben wir ja bei dir gesehen, ne? Ja. Sie haben gemerkt, oh, der ist traurig, der ist verletzt. Geil, da werden wir mal richtig reinkloppen. Ich glaube, ich habe 5 Leute oder so ausgeschlossen an dem Tag aus dem Chat. Ich war auch erstaunt gewesen. Und die waren davor teilweise normal. Das ist das Schockierende an der Geschichte, dass sie nicht schon von Anfang an blöd waren, sondern von normal zu blöd wurden. Und dann aber auch nicht bereit waren, das wieder zu ändern. Und genau, sobald die merken, dass man sich verletzt fühlt, ne, ich meine, wenn du Chat-Teilnehmer bist, hast du immer noch die Chance, einfach gar nichts mehr zu sagen. Bist du der Creator oder der vor der Kamera sitzt, wird es ein bisschen schwerer. Ne? Ja. Und ich habe mir angewöhnt, wenn so Sachen kommen, also ich meine, ich kriege öfter zu hören, du bist fett. Oh. Ne? Und Leute, ihr seht ihn, da ist er. Ja, er ist gut zu sehen, du musst ihn nicht ranzoomen, das lässt sich alles nachher in einem Spielprogramm regeln. Ich kann mir keinen Döner machen. Na jedenfalls, Leute, die schreiben, ich bin fett, ja, ihr habt recht, ich bin fett. Und ich habe mir vorgenommen, daran was zu ändern.
Vielleicht werde ich euch teilhaben lassen auf dem Kanal, also zumindest die, die abonnieren und die Glocke aktiviert haben. Werde ich mir nur überlegen. Aber der Punkt ist einfach, wenn ich nicht fett wäre, wäre es was anderes gewesen. Dann kommt halt, du siehst blöde aus, ich kann deine Stimme nicht ertragen, ich finde dich scheiße. Irgendwas findet ein Hater immer, wenn es nicht der Bauch ist. Aber der Punkt ist, wie gehen wir damit um? Weiß, der gerade Kommentar wurde ja in dem Live gesperrt, automatisch. Und ich habe den freigeschaltet und habe einen Spruch dazu gelassen. Ne? Einfach gesagt, ja, du hast recht, ich werde was dran ändern. Und warum ist es gut, wenn du so reagierst, wenn du gehatet wirst? Die Hater rechnen nicht damit. Die gehen davon aus, du bist entweder verletzt, du wirst aggressiv, du wirst beleidigend zurück, das wollen die, darauf stehen die. Und das brauchen die für sich oft. Ich will nicht alle an den Kopf werfen. So, und wenn du jetzt so nett reagierst und dann flachsen einen Spruch loslässt, dann sitzen die wahrscheinlich so da. Hä? Ich hab den beleidigt und wieso bleibt der so cool? Ist ja blöde. So, und was war das Ergebnis gewesen? Das Hating hat aufgehört. Weil es macht keinen Bock mehr. So, unter Gürtellinie Kommentare genauso. Der Chat hat wahrscheinlich da echt geschockt besessen, als ich auf die Frage, ja, willst du mal dein Ding zeigen? Die Frage war etwas anders formuliert, aber wir wollen ja nicht gleich bei 18 plus landen. Ja. Da ich dann erstmal sagte, ja, wahrscheinlich haben dann alle da gesessen so, macht er das jetzt? Und ich dann nur sagte, ja, du hast 2 Möglichkeiten. Da gibt es einmal eine virtuelle Tür, die kannst du aufsuchen, wenn du dich nicht benehmen kannst, oder du schaffst es dich zu benehmen und dann kannst du bleiben. So, Endergebnis war, und das ist wirklich Respekt an der Stelle, sie hat sich entschuldigt. Ne? Also sie hat für ihre Cousine gefragt, ich habe dann eine kurze Altersschätzung abgegeben und da war das Thema erledigt. Und auch die "Du bist fett" Leute haben auch aufgehört. Was ich damit zum Ausdruck für jeden Einzelnen bringen will, ist einfach, es kommt auch darauf an, wie du damit umgehst. Zeige dich nicht angreifbar. Ich verstehe, dass es verletzt. Ich verstehe auch, wenn man vielleicht weint oder was auch immer. Total nachvollziehbar. Aber zeig es nicht. Mach es für dich, weil der Hater sonst Futter gefunden hat und nur weitermacht. So viel zu dem Thema. Genau, Marlon. Also weiter zu dir. Wir wollen dich ein bisschen näher kennenlernen. Du hast ja auch gesagt, wie du Fragen stellst. Ja, über alles. Weiter so. Und deswegen an der Stelle, wenn ihr Fragen an Marlon habt, wir können auch jederzeit noch ein Video machen. Ihr könnt in die Kommentare tippen. Ich beantworte sie auch, wenn ihr wollt. Seid vorsichtig, es könnten auch Fragen kommen, die sehr privat sind. Man kennt so das Internet, ne? Dann kommen so Sachen wie Bodycount. Okay. Du musst jetzt nicht darauf antworten. Aber ich meine nur was könnte passieren. Das wäre eine Standardfrage. Die stelle ich dir jetzt natürlich nicht. Will ich auch nicht wissen, vielleicht. Du weißt nicht, was der Bodycount ist, richtig? Nee. Okay, das wusste ich irgendwann auch mal nicht, bis man das irgendwann mal gelernt hat. Wir lernen die Jugendsprache noch. Bodycount ist, mit wie vielen Menschen du schon mal geschlechtliche Beziehungen hattest. Oh, okay, das. Genau. Darauf antworte ich Die nichts. Frage wird gerne gestellt. Aber vor allen Dingen an Frauen an der Stelle. Und deswegen, ich würde nicht sagen, ich beantworte jede Frage. Es können keine solche Dinger kommen, wo ich mir dann denke, war ein Fehler von mir. Ich glaube nicht, dass du die beantworten willst. Genau, also bitte beschränkt euch auf, ich sag mal, übliche Fragen, normale Fragen. Üblich ist jetzt das falsche Wort, weil sonst kommt diese Frage. Auch wenn das viele furchtbar neugierig macht wahrscheinlich. Bestimmt kriege ich die jetzt auch demnächst gestellt. Toll. Aber okay, irgendwann passiert das sowieso, kann man nichts gegen tun. Genau, also erzähl doch mal, damit es jetzt nicht nur bei Hatern bleibt, was hast du so für Hobbys? Meine Hobbys sind Menschen kennenlernen, Wetter, Flugzeuge, andere zum Lachen bringen, wenn sie es brauchen. Ja. Und ganz gerne lustig ever sein, dass Menschen lachen können mit mir. Das klingt super. Und ja, meine Freundinnen, Freunde da zu sein. Also gibt's nichts Besseres. Siehst du? Netter Typ, oder? Mhm. Genau, das Wetter erwähnt. Du bist ja ein bisschen famous schon, was Wetter angeht. Ja, wir kennen uns ja ein bisschen. Es ist nicht so, dass wir uns erst im Livestream kennengelernt hätten. Und ich kenne auch ein paar Leute, die du kennst, die kennen wir beide. Und du tust ja regelmäßig die Wetter-News verbreiten. Das ist ja so dein Markenzeichen, sage ich jetzt mal so. Ja. Und was fasziniert dich so am Wetter? Also, was führt dazu, dass du sagst, boah,
Ich liebe das so sehr, dass das jetzt mein Hobby ist. Ja, ich bin ja Hobby-Meteorologe, das musst du wissen, das können auch die anderen ruhig wissen. Das werden sie erfahren. Ja, das wird ja gnadenlos aber aufgezeichnet. es fasziniert mich. Mal haben wir Winter, wir haben mal Wintermonate, Sommermonate. Und bei den Wintermonaten ist es so, wir haben Mildwinter und im Winter gehört sich eigentlich kalt, nicht warm. Aber als wir 2021 diesen ganz krassen Orkan hatten mit diesem CNEP, das hat mich fasziniert. Das war für mich eine ganz andere Welt, eine ganz andere Version von Sachen Winter. Ich dachte mir so, also unter Winter verstehe ich das anderes. Schnee, wow, Dauerfrost, aber 20 Grad und Regen und Orkan war für mich total neu. War so ein Schock, ne? War ein Schock für mich, aber es hat mich auch gleichzeitig gefreut. Wir hatten Sturmwarnungen, die habe ich im Auge behalten. Ja, was habe ich auch schon alles erlebt? Ich könnte noch 10 Stunden weiter erzählen. Das ist so 10 viel. Stunden, ja, das wird mein längstes Video auf dem Kanal. Ja. Auch eine Kapitelbeschreibung, eine könnt ihr 10 Stunden überspringen. Ja, okay. Genau, aber es wäre für die Watchtime natürlich toll. Wir brauchen nur noch so um die 2600 Stunden. Ja, Also, okay. Leute, guckt das Video rund um die Uhr. ja, ganz Lernt gerne. es auswendig und kommentiert am besten für jede Minute einen neuen Kommentar. Oh. Das würde dem Algorithmus gut tun an der Stelle. Okay. Und die Glocke nicht beim Abonnieren vergessen. Aber genau, also man merkt, du brennst dafür. Ne? Das ist ja Ich brenne dafür. Ding. Ich habe das auch gesehen. Ich kam mir an, ich bin vor der dunklen Wolke weggerannt und habe es gerade noch hierher geschafft. Sonst wäre ich nass gewesen, wie so ein nasser Sack halt. Ja. Und wäre nicht so toll. Würde ich hier triefen und tropfen, die schöne Couch ruinieren. Kriege ich noch Schadensersatzansprüche hier. Na, Und genau, und ich habe gesehen, du hast faszinierend am Fenster gestanden und das Gewitter. ja. draußen, ne, gefilmt, mega. Aber am allerfaszinierendsten finde ich den Sommer. Den Sommer, warum den Sommer? Weil da Hitzewellen kommen. Zum Beispiel ist es so, im Mai ist das so, es ist mal sonnig, mal warm und dann kommen wieder Kälteeinbrüche von Norden. Und das ist dann immer das Faszinierende. Und dann kommt wieder warme Luft. Und ich kenne so einen Frühling nicht mit so einem Auf und Ab. Ich kenne Frühling, dass es dann durchgehend warm ist, aber das was ich mir auf die Wetterkarten mir da immer antue, dass ich mir immer die Modelle mir angucke, mir das immer antue, mich immer Kaltlufteinbrüche sagen muss, das nervt mich, das macht mich manchmal sogar leicht aggressiv, wenn ich mich dann gerade freue, wenn ein Frühling da ist und dann reden sie schon für einen Kaltlufteinbruch, da wo ich mir denke, spinnt hier eigentlich, wollt ihr meine Laune ruinieren? Und wenn ich dann merke, Hitzewelle endlich, dann feiere ich richtig. Du feierst Hitzewellen. Ja, ich liebe Hitzewellen, ich gehe da raus. Okay, also so 40 Grad. Ja, 40 Dein Grad, Ding. teilweise 50 Grad sogar. Das ist dein Ding. Mein Ding, ja. Okay. An der Stelle, wir ticken verschieden. Also ich genieße 50 und 40 Grad nicht so sehr, aber Meinungen sind unterschiedlich. Was machst du bei 40 Grad am liebsten? Dann gucke ich auf die Wettermodelle, genieße die 40 zu sehen und denke mir so, hallo schöne 40, schön, dass ich dich beobachten darf. Und schwitzt du auch gut? Ja, ich schwitze auch gut. Natürlich schwitze ich gut. Ja, es war 2018, als ich ja draußen war. Also ich kam aus der Schule raus. Ich bin eingegangen, wie Wasser in der Luft, bin eingegangen, richtig. Ich verstehe. Nur deine Mutter ist auch schon am Schmunzeln. Ja, die ganze Zeit. Ich glaube, ich stelle mich an. Ja, also das Lachen können wir ruhig aufnehmen, ne? Aber weil sie ist so nett und ist heute die Kamerafrau hinter der Kamera. Ja. Weil sie versagt hat an der Stelle. Und deswegen ist sie so nett und ist eingesprungen. Mhm. 10 Stunden muss sie das Ding halten, wenn wir jetzt durchziehen. Ne? Aber der Akku ist vorher leer vom Handy. Ja. Oh, jetzt habe ich verraten, dass ich mit dem Handy filme oder sowas peinliches aber auch. Ja. Und du sag mal, du sagst ja so lustige Sachen magst du, ne, Wetter und so. Hast du eigentlich schon mal Dumilito gesehen? Nee, ja, habe ich schon gesehen. Hast du schon mal gesehen, ja? Ja, der macht witzige Geräusche. Und wie findest du den so? Cool. Du kannst ehrlich sein, ich schlag dich nicht. Okay, na gut, ich Wenn du finde findest, sagst du. finde ihn cool, aber auch ziemlich komisch. Komisch. Komisch im Sinne von, der ist ein bisschen krank im Kopf oder komisch im Sinne von lustig? Was soll ich darauf antworten? Die Wahrheit. Ein bisschen verrückt, Ja. vielleicht so ein bisschen wie ich. So ein bisschen wie du. Ja, also wenn die Domilito-Malung, wenn die hier sitzen würden, die würden hier wahrscheinlich nur Quatsch hier drauf labern. Okay. Ich glaube, das Video würde dann auch, glaube ich, Ja. irgendwo enden auch irgendwann. Ja, wo wird das enden, ne? Also falls du noch dran bist an der Stelle, dann wirst du jetzt eine Überraschung erleben, ne? Also du magst Domilito, ja? Ja. Okay, dann werde ich ihn holen. Ja, werde ihn holen. Oh oh, Werde ihn holen. hätte ich das nicht gesagt. Wenn nicht, ihn finden. Leute, jetzt wird's ernst. Ich muss ihn finden. Jetzt kommt Domilito, Leute.
Dominito, kommst du? Du musst kommen. Dumme Liedje kommt, Leute. Gleich kommt der Blödsinn. Blödsinn werden wir gleich machen. Oh. Hi, Dumalito. Oi. Oh. Hi, Dumalito. Hey du. Hey Kumpel. Hi. Sag mal, was bist denn du für einer? Ich bin der Marlon. Ich bin ein großer Fan von dir. Du bist ein Fan von mir? Ja, kennst du Fans? Fans? Ja, also ich kenne Leute, die sagen, der Dominito ist bekloppt, der soll mal gehen. Ach, hör doch nicht auf die. Der Marcelito hat da mal so ein blödes Video gemacht, wo es darum ging, mich abzuschaffen. Oh, das Hast du das gesehen? habe ich gesehen. Ich hatte auch echt Mitleid mit dir. Das war ein schön perverses Video, oder? Ja, widerlich. Der mir einfach abschaffen, der Blödi, ey. Wirklich. Oh Mann, ey, jetzt habe ich das Interview hier gecrasht. Ja, Wir machen eigentlich, haben wir das Wichtigste besprochen, das waren ja die Hater, war. ja, Aber reicht. vielleicht fällt mir auch noch mal eine Frage an dich ein, aber ich Ja. bin mir noch nicht sicher, weil ich auch ein bisschen blöd bin, ne? Na, Oh. bist du nicht. Du bist cool. Mike, ich habe gehört, du bist so ein richtiger Wetterfan. Ja, bin ich. Ja, also, ich glaube, da sind wir uns ein bisschen ähnlich, ne? Ja. Also du gehst immer zu den Leuten, sagst, hey, morgen scheint die Sonne, freust du dich auf die 40 Grad und alle stöhnen dann immer bei 40 Grad und du singst ein Freudenlied. Ja. Ja, weißt du, wenn es um eine Zeitumstellung geht, ne, da habe ich Ja. auch immer mit dem Short genervt, ne? Du bringst mich auf Ideen, Domalito, danke. So ein Kurzvideo, ne? Ja. Das Likes gekriegt. Ja. Ja. Ja, und du sag mal, hättest du ein paar Fragen an den Dominito? Ja. Wie reagierst du auf die Hater? Ich hatte noch nie so viel Hater. Wir können so zwei Extremisten, ja. Da gibt's so die sagen, oh, ich liebe dich, Dominito. Und dann gibt's die, sobald ich dich sehe, schalte ich ab. Ja, also Klingt hart, ne? ja, ist ja ein schöner hart, aber bin ich doch der Beste hier. Marcelito ist dann eine Marionette. Ja. Oder? Aber- Na, lebt doch von mir. Aber weißt du was? Ich werde auch gehatet ganz oft. Du bist gehatet? Ja, wenn ich Das Wettervideos. ist doch so eine coole Socke. Ja, aber ich glaube, viele Menschen mögen wahrscheinlich so eine coole Menschen wie mich nicht. Ab- Tief in deine Augen. Ho, ho. Ich merk's, ja. Ja, also Kannst du. weiß ja nicht, ne? Ich glaube, Ja. deine Mutter, die kriegt wohl noch einen Herzinfarkt. Aber Ja, glaube ich auch. das können wir ja nicht verantworten. Wir müssen auch den Haftungsausschluss schnell unterschreiben. Ja, glaube ich auch. Machen wir. Ja, du wirst also auch gehatet. Ja, ich habe davon gehört. Ich war ja nicht dabei. Ja, so, da war ja mal irgendwie was im Internet. Da haben so nette Leute nicht so nette Sachen zu dir geschrieben. wa? Mhm, ja, Naja, ja, ja, vielleicht tun die uns jetzt beide so betiteln. ja, Also so ein bisschen beleidigen. ja, Sind wir schon zu zweit gegen die anderen. ja. Und sind wir doch richtig gut. Ich glaube, deine Mutter ist schon langsam am Sterben, weil sie die Kamera schon 50 Jahre hält. Ah. Ja, Dominik, das wird sie schon überleben. Sie gibt Handzeichen, aber ich kann die doch nicht sehen. Achso, ihr ist warm. Ja. Ihr ist warm, seit ich da bin. Das liegt daran, dass ich so attraktiv und sexy bin. Oh, okay. Dominik, wir sind ja ein bisschen persönlich gerade, merkst du? Na gut, hab noch nie einen Liebesbrief gekriegt. Ja. Oh. Alles gut. Du sag mal, wenn du dir aussuchen könntest, was Dominito als nächstes macht, was wäre das? Hm. Ich überlege gerade, was könnte Dominik denn machen als nächstes? Mal mit dem Marcel reden. Mit dem Marcel reden. Aber mit dem Marcelito will ich ja gar nicht so viel reden, ne? Okay, dann überlege ich mir was. Ich habe ja mal mit ihm gesprochen, du hast doch in dem einen Video sehen. Das Ja. ist so eine Katastrophe. Ich Ja, könnt- mach mich da fertig. Ich könnte dir noch einen Vorschlag machen, dass wir uns irgendwann noch mal sehen. Wir? Ja, wie beide. Wir sind doch coole Socken, also ganz gerne. Ich muss mal versuchen, dann zu wie. Ah, komm, nee, ran, ich bin schon so alt. Soll ich dir helfen? Du willst an meiner Socke riechen? Nein, nein, nein. Nicht? Nee. Ist doch, Also wenn. ist doch besser so, habe ich seit 3 Wochen nicht gewechselt. Okay, das sind Leute, das sind Fragen, die kommen bei uns beiden sehr zur richtigen Zeit. Das ist so. Okay. Ja, also ich glaube, Mama, also ich finde es ja schön, dass du auch meine Videos guckst und nicht Ja. von den anderen Typen.
Ja, verstehe ich. Ja, die meisten haben jetzt den Marcelito abonniert und jetzt kommen die ganzen D-Abos, weil ich ins Rampenlicht getreten bin. Ich glaube, ich werde mal den Marcelito lieber wiederholen, wa? Ja, mach das. Oder? Ja. Soll noch bleiben. Ja, und dann, ich will dir noch einen Ratschlag geben. Wenn ich an deiner Socke riechen würde, würde ich in Koma fallen. Ja? Ja. Also ich glaube, gehört dir nicht nach Blumen. Nach Rosen. Nach verfaulte Blumen und nach was? Bitteschön. What? Ich mach das nicht für dich. Ich. Warte. Ne. Was machst du da? Das tust du dir dann mehr einmal. Nee. Ich rede vom. Ich meine, du wohnst da nicht im Erdgeschoss. Ja. Bevor deine Mutter mich jetzt vom Balkon wirft. Ich werde mal wieder freiwillig die Wohnung verlassen. Ja, mach das. Du wieder fahren. Mach das. Ja, Oder mach das. für die Leute, Wir sehen uns ja bald wieder, okay? Versprochen. Ja. Ja. Was machen wir denn für ein Blödsinn? Das überlegen wir uns. Das kommt dann spontan von uns Wir beiden. haten die Hater. Wir haten die Hater, ja. Ich schreibe sie mir dann auf und dann machen wir auch ganz nützlich über die. Ja, übrigens, wenn die sagen, der Marcelito ist ein Vetterli, naja, wenn ich mir meinen Bauch so angucke, kann er die Beine kaum auf jeden Fall fett. Ja, alles gut. Ich muss auch mal ein bisschen abnehmen. Wir sollten mal eine Sportgemeinschaft bilden. Aber Ich bin in Sport zwar nicht so gut, aber okay. wenn du Sport machst, dann sieht man nichts mehr von dir. Weil du Okay. sehr schlank bist, du Glücklicher. Ach, danke schön. Das nehme ich Leute, das nehme ich als Kompliment. Oh, deine Mama lächelt, sehe ich gerade. Vielleicht hat sie sich an dich verliebt, weißt du das? Fordert jetzt. Okay, falsche Frage, Leute. Entschuldigung, ich werde verzeihen, noch 77 Mal. Okay. So. Hi, Leute. Hi. Das sehen wir nicht. Ja. Na? Ja, ich habe gehört, der Demilito war jetzt irgendwie da. Ja. Wir haben sehr viel Blödsinn geredet. Naja, ich habe das so gehört, also was der über mich schon wieder abgelästert hat, ist ja echt schlimm, ja. Da reden wir über böse Menschen und mein eigener Bruder ist nicht besser, ja. Ja. Ja, und behauptet er noch, ich tu ihn fertig machen, ne? Ja, wirklich. Wie kann er nur, ne? Wie kann er nur? Jetzt bin ich ja ganz aus dem Konzept, ne? Ja. Das weiß ich ja nicht mehr, was ich dich fragen soll. Gibt es denn was die Menschen da hinter der Kamera, die da gerade zugucken oder der gerade zuguckt, versucht mal mehr das so mit der Kamera zu duzen. Das ist ein bisschen persönlicher, klappt halt nicht immer. Ja. Gibt es was du unbedingt loswerden willst? Ich will auf jeden Fall loswerden, dass die Hater bitte nicht mehr haten mich so oft. Ich meine, ihr könnt ganz gerne eure Meinung hier sagen, aber sagt es bitte nicht so mit Beleidigungen oder mit so ernsten Worten. Versucht ein bisschen Humor mit reinzubekommen und dass ich dann wissen kann, was ich vielleicht beim nächsten Mal besser machen kann. Ihr könnt mich auch fragen, was ich besser machen könnte und dann überlege ich darüber, wie ich das besser bessern könnte. Ja. Also, falls auch ein Hater zuschauen sollte, was er normalerweise nicht tut, weil er alles Blöde findet, was er läuft. Mhm. Und dann gucken sie heimlich doch zu die größten Fans. Ja. Oder werden die größten Fans. Ja, also falls ein Hater zuschaut, falls du gerade ein Hater bist, sei mutig. Jetzt geht's los. Den Menschen hinter der Kamera bezogen, falls er einer ist. Schreib in die Kommentare, warum es dir Spaß macht, andere Menschen runterzumachen im Internet. Ja, gute Frage. Ja. Erzähl doch mal, was bewegt dich dazu? Ist es einfach eine sadistische Ader oder hast du selbst eine schlechte Kindheit gehabt? Was führt dazu, dass du andere Leute hatest? Und ich finde Marlons Vorschlag gut. Kritik ist immer gut. Ne? Ich bin auch immer für Kritik offen. Ich Habe auch. ich im Livestream gesagt, habe gleich eine Kritik unter einem Video gekriegt. Fand ich aber gut, weil das war kein Hate. Das war eine ehrliche, offene Meinung. Und das ist völlig in Ordnung. Es geht nicht darum, dass man immer meiner Meinung sein muss. Man muss auch nicht seiner Meinung sein. Es geht einfach darum, wie man es formuliert. Ne? Ich kann sagen, du bist ein Idiot. Nicht so toll. Ist halt nicht so. Ne? Was soll der andere damit anfangen? Aber ich kann sagen, hey Marlon, also ich fand das, was du gestern gemacht hast, fand ich nicht so gut, weil Okay. ich der Meinung bin, dass. Okay. Klingt doch ganz anders und der andere kann was damit anfangen und wird wahrscheinlich nicht beleidigt sein. Ich weiß, es gibt welche, die Aha. über die Regeln fragen. Ja, ich glaube, wir müssen eine Mutter weiter lösen. Ne? Ich meine, Ja.
ansonsten muss ich auch noch Flügel entwickeln. Mhm. Ne, Dominito ist ja schon weggerannt, der rennt ja gerade nach Hause. Ja. Aus Angst. Ja. Da habt ihr noch nicht so panisch wegrennen sehen. Ja. So wie jetzt gerade. Ja. Aber doch nicht unterm Ich glaube, dieses Wort verliebt war, glaube ich, bin ein bisschen überfordernd. Genau, das heißt, wir müssen mal noch einen kurzen Abspann machen. Mhm. Ich die Mail jetzt vergessen, fast nicht im Background. Ja, also wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, vielen Dank an der Stelle. Danke, Schreib danke, deine danke. Meinung zu dem ganzen Thema gerne unten rein. Und ja, schau dir hier das nächste Video an oder hier das nächste Video an. Okay, jetzt zeige ich noch mal. Also, wir schneiden die Wände doch mal. Schau dir hier das nächste Video an oder hier das nächste Video an, wenn dir der Kanal gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und ich freue mich. Ciao. Tschüss.